So, damit sind wir, glaube ich, live. Herzlich willkommen. Ja, hi, freut mich, dass ihr alle da seid. Ich sehe, dass ein paar Leute schon gewartet haben. Was machen wir heute? Was ist los? Ja, ich weiß nicht, wer von euch alles die Ankündigung gesehen hat. Heute startet der Hackathon. Ich bin noch nicht ganz warm mit der Stimme, es tut mir sehr leid. Das heißt, ihr könnt jetzt tatsächlich auch alle mitentwickeln an der Bootstrap Academy. Das konntet ihr davor schon, aber jetzt könnt ihr es auch tatsächlich so machen, dass ich euch danach eine Rechnung bezahle, wenn ihr mir eine stellt, und dass ihr tatsächlich auch ein Zertifikat bekommt, dass ihr an Open Source mitgewirkt habt. Für die, die es nicht mitbekommen haben, was ist die Academy? Ich hole mal ein bisschen aus, wenn Fragen kommen. Ich bin eigentlich hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich hier für Fragen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, sagt mir sofort Bescheid. Und ich move mal meinen Fragenbildschirm darüber, dann sieht es auch so aus, als würde ich permanent in die Kamera gucken. Auch wenn ich eigentlich die Fragen angucke. So. Genau. Also wenn ihr Fragen habt, einfach raushauen. Ich mache mal hier einen groben Überblick für euch, was alles passiert ist, beziehungsweise was insgesamt passiert ist. Für die, die keine Ahnung haben, was hier passiert. Und immerhin soll das ja auch am Ende als Video erscheinen bei YouTube. Also, es ist kein Video, aber es ist ein aufgezeichneter Stream. Man kann ihn im Nachhinein noch gucken. Dementsprechend lasst mich ausholen. Also, zunächst einmal. Ich habe vor einigen Jahren die Bootstrap Academy gegründet mit meinem Geschäftspartner, der allerdings nicht so viel Beteiligung hat wie ich. Förderprogramme komme ich gleich dazu, da war auch tatsächlich eins involviert. Das ist die Bootstrap Academy jetzt. Das Ganze hat angefangen, um das wirklich mal ausführlich zu machen, ich habe ja Zeit heute, ne? Das Ganze hat angefangen, als YouTube entschieden hat, dass Ethical Hacking auf YouTube nicht mehr gerne gesehen ist. Ich darf dort keine Ethical Hacking Videos mehr machen und ich brauchte eine andere Lösung. Und dann gab es natürlich solche einfachen Lösungen, wie ich hole mir eine Kurs-Hosting-Plattform, also ich gehe zu einer, die es schon gibt, oder ich gehe einfach dorthin, wo jeder ist, oder ich mache eine eigene auf. Es gibt ja sogar WordPress-Plugins und alles. Und wir haben angefangen, das Ganze zu entwickeln, weil ich gesagt habe, ich will noch ein bisschen mehr machen. Also klar, ich kann die Sachen soweit schon machen, die es eigentlich, oder soweit auch von den anderen Plattformen mir nehmen. Quizzes kann ich von anderen Plattformen machen, aber dann bin ich schon relativ schnell limitiert. Ich kann relativ schnell nicht mehr all das machen, was ich gerne machen möchte. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein paar externe Projekte, beziehungsweise Projekte, die schon live waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Anfangszeit der Coding Challenges erinnert. Die sind mittlerweile, oh, ich bin gar nicht eingeloggt, haha. Ich lappen. Lass mich kurz einloggen. Wobei, nee, warte, wir machen das mit dem anderen Account. Wir machen das mit dem da. Genau, perfekt. Ich bin schon relativ lang dran gewesen an den Coding Challenges. Die sind mittlerweile integriert in die Bootstrap Academy. Das heißt, ihr könnt tatsächlich hier einfach, das sind die Einführungs-Challenges, damit man sich mit der Plattform vertraut machen kann. Ihr könnt hier drauf gehen und könnt dann tatsächlich einfach eine Coding-Challenge lösen in Sprache von fast eurer Wahl und könnt dann eine Lösung abgeben, wenn ihr das gecodet habt. Und egal welche Sprache ihr habt, wir müssen das Problem einmal definieren und ihr könnt das eben lösen. Und das hatten wir davor schon so ein bisschen. Wir haben das Ganze neu geschrieben für die ganze Plattform hier und haben das da integriert. Und tatsächlich war das einfach bei vielen Kursplattformen, zum Beispiel jetzt WordPress-Plugins und sowas, war nicht möglich. Was aber, wie gesagt, davor schon eigentlich bei uns ging. Und ich hatte da so eine Vision, dass ich einfach sehr viele Sachen integrieren wollte, sehr viele Features eigentlich, die mir gefehlt haben bei anderen Plattformen. Und vor allem hatte ich diese Vision hier. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit ihr alles sehen könnt. Das ist der Skilltree. Und der basiert aktuell hauptsächlich auf den Kursen, die ich aufgenommen habe. Aber das soll natürlich nicht so bleiben. Aber grundsätzlich ist die Idee ja gewesen, ey, jeder kann Informatiker werden, aber es gibt nicht den Informatiker. So, ich kann nicht alles, ihr könnt wahrscheinlich nicht alles, aber ihr braucht doch nicht alles. Wenn ihr studiert, dann geht ihr hauptsächlich wahrscheinlich in diese Richtung hier. Also, ihr fangt an und lernt halt ein paar Grundlagen, Programmierung und lernt so Datenbanken im 3. Semester und dann lernt ihr ein bisschen was zu Softwareentwicklung und je nachdem, welche Fächer ihr belegt, das ist schon wieder optional, was zu den theoretischen Programmierkonzepten, aber sehr viel Mathe, sehr viel Algorithmen und dann eben auch Sachen von Computer Scientist bzw. Data Science, wenn ihr da in diese Richtung geht. Es gibt verschiedene Arten. Ihr lernt im Endeffekt im Studium
in verschiedene Richtungen vom Skilltree. In der Ausbildung lernt ihr je nach Ausbildung in andere Richtungen. So zum Beispiel in der Fachinformatiker-Ausbildung für Systemintegration lernt ihr eher so hier den Bereich, also Netzwerktechnik, sehr viel IT-Security, Rechnernetze, Betriebssysteme und so weiter. Und in der Anwendungsentwicklung lernt ihr eher den Bereich hier oben. Also ihr lernt Coden, klar, Datenbanken, klar. Ihr lernt dann Webentwicklung oder Anwendungsentwicklung oder vielleicht sogar Gameentwicklung, was eine andere Ausbildung ist. Und das war so ein bisschen das, was mir gefehlt hatte, dass man einfach visuell bekommt, was da eigentlich geplant ist. Und ich habe das soweit durchdacht gehabt, habe dann gesagt, okay, wir entwickeln das. Und dann haben wir angefangen und haben Förderung beantragt, weil das relativ schnell sehr, sehr teuer geworden ist. Wir haben sogar angefangen, tatsächlich das mit WordPress zu machen, weil ich eben mit diesen Kurs-Plugins angefangen habe und dann gesagt habe, okay, wir bauen den Skilltree quasi drum herum. Stellt sich raus, keine gute Idee, benutzt kein WordPress. Das so als kleiner Tipp von jemandem, der es probiert hat und der daran gescheitert ist. WordPress nicht gut. WordPress, bäh. Außer ihr wollt wirklich eine Standardlösung haben. Genau, deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir machen was Eigenes. Wir haben das Ganze jetzt hier in Vue.js gebaut. Wir wollten sogar eine App dazu entwickeln, eine Mobile-App. Haben wir auch angefangen. Die hat auch schon eine Beta gehabt. Es war dann aber einfach irgendwann sau teuer. Und wie gesagt, ich habe mehrfach Förderung beantragt, beziehungsweise einmal auch Förderung bewilligt bekommen. Und Förderung bewilligt bedeutet, ich habe 6.000 Euro quasi gezahlt und ich habe 12.000 Euro vom Amt bekommen. Das heißt, ich habe 6.000 Euro quasi plus minus gemacht, weil eben hier gerade auch jemand Förderprogramme gesagt hat. Und genau, mittlerweile könnte ich wahrscheinlich wieder Förderung beantragen. Das Problem war, dass ich damals echt mehrere Arbeitstage nur an dem Antrag war, am Ende doch eine Firma dafür beauftragt habe, weil die Förderung so komplex ist. Und dann waren es halt am Ende, wenn ich die ganzen Kosten abgezogen habe, 4.000 Euro, die ich bekommen habe. Und da kann ich mich dann tatsächlich einfach lieber auf meinen Job konzentrieren und mache selber das Geld wahrscheinlich schneller. Weil ich wirklich mehrere Wochen an dem Antrag saß und ich saß nicht allein dran, mein Geschäftspartner hat mitgemacht. So, deswegen habe ich aufgegeben mit dem Förderprogramm, zumindest für den Moment. Vielleicht wird es ja irgendwann einfacher, wenn wir Bürokratie abgebaut haben. Egal. Genau, dann haben wir das relativ lange entwickelt und ihr habt dann auch relativ schnell was heißt relativ schnell? Ihr habt nach einer Weile eine Lösung bekommen, die ihr auch mal testen konntet und die war natürlich noch nicht fertig. Wir sind immer noch nicht fertig, noch lange nicht da, wo wir hin wollten, aber die Challenges waren zum Beispiel noch nicht drin. Wir hatten einen Kalender für Integration von Webinaren und von Coachings. Coachings gibt es immer noch nicht so richtig, Webinare kann man theoretisch halten, ist aber auch noch nicht ganz so fertig. Was wirklich fertig ist, sind zum Beispiel die Kurse. Also ihr habt zum Beispiel, das ist eigentlich der kleinste Skilltree. Habe ich einen größeren? Ich habe einen größeren. Ihr könnt hier dann relativ schnell sehen, aha, ich fange normalerweise beim Startknoten an. Und dann sieht man, ich will Coden lernen, also gehe ich hier auf Grundlagen der Programmierung und Datenhaltung und dann sehe ich, aha, um hier zum Beispiel Clean Code zu machen, sollte ich vorher Python gelernt haben, weil wahrscheinlich benutzt der Dulli da Python, um Clean Code teilweise zu erklären oder um Algorithmen zu erklären und die Algorithmen sind Voraussetzung für Clean Code. War meine Designentscheidung damals, als ich die Kurse gemacht habe. Trotzdem kann man sich unabhängig davon noch Git und GitHub angucken und SQL-Grundlagen. So, ich habe damit versucht, das Ganze so ein bisschen intuitiv zu gestalten. Was braucht man als nächstes? Und wenn ich dann irgendwie für mich entscheide, ich will zum Beispiel Pentester werden, also Hacker werden, dann will ich hier zu diesem Baum. Ja gut, aber dazu brauche ich diesen Baum. Ja gut, aber dazu brauche ich diesen Baum und dazu brauche ich den Startknoten. Und das war so ein bisschen die Idee hinter dem Skilltree. Ihr wisst, wo ihr hin wollt und könnt dann sagen, was ihr braucht. So, und dann haben wir das erstmal rausgegeben und da ist dann sehr, sehr viel noch passiert, beziehungsweise ich habe unfassbar viel Feedback von euch bekommen. Wir waren, glaube ich, erstmal so 4 Monate einfach nur am Bugs fixen. Und das war dann ganz gut und irgendwann war es bei mir einfach zu viel, weil ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, das war das 100.000 Abo-Special auf dem anderen Kanal, wo ich das Ganze veröffentlicht habe. Das war tatsächlich ziemlich genau vor einem Jahr, wo ich gesagt habe, Leute, wir haben jetzt wahnsinnig viel reingesteckt, ihr könnt die Plattform benutzen, es gibt im Endeffekt, ihr könnt das alles gratis benutzen, aber da gibt's einfach, ich kann da nicht mehr reinstecken, so. Also einfach jeden Monat da mehrere tausend Euro reinstecken, das klappt nicht mehr, weil ich einfach selber irgendwann an einem Limit war. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das Ganze öffentlich. Und da ist das ganze Produkt einfach nicht ganz Open Source geworden. Es ist Open Source in dem Sinne, dass ihr den Quellcode lesen könnt. Es gibt einen Haken, man darf es nicht kommerziell benutzen.
Und das gilt noch für eine Weile. Wir haben das bei der Lizenz ein bisschen genauer gemacht. Aber was wir da schon gesagt haben, ist, wenn ihr Code committet, also für die Issues, dann könnt ihr in Morphcoin bezahlt werden. Morphcoin ist die interne Währung und man kann sich für Morphcoin dann Herzen kaufen, beziehungsweise Premium kaufen. Und da haben wir gesagt, okay, ihr müsst nicht Geld bezahlen, ihr könnt auch einfach mitentwickeln und dann könnt ihr genauso gut Premium haben. Und Premium war in dem Fall einfach, ihr könnt unendlich viele Challenges am Tag machen, unendlich viele Quizzes am Tag machen, von denen wir mittlerweile echt einige haben. Gerade mal so bei Python haben wir durchgegangen. Hier die Quizfragen. Das sind schon mittlerweile 264 Quizfragen, was ich ganz cool finde. Genau, und da haben wir gesagt, okay, ihr könnt einfach unendlich viele Quizfragen beantworten, ohne dass ihr ein Problem mit den Herzen habt. Plus es gibt, glaube ich, 2, 3 Bezahlkurse, zum Beispiel der Soft-Skills-Bereich hier. Der ist bezahlt, weil ich den nicht alleine mache, sondern weil ich da was abdrücken muss an den Co-Autor des Kurses. Und genau, da haben wir gesagt, okay, wir machen hier einmal all das. Und jetzt ist so der nächste Schritt. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt. Also ich habe wieder ein paar finanzielle Ressourcen. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ihr könnt einfach coden und ich kann euch bezahlen. So quasi, dass ihr den Weg als Anwendungsentwickler bekommt. Dass ihr quasi wirklich auf dem Lebenslauf habt, hey, der hat schon mal an einem Open-Source-Projekt mitgemacht, der hat da auch sogar eine Rechnung geschrieben, ihr dürft das auch angeben, ihr könnt sogar den Commit von mir aus angeben, könnt ihr alles machen. Und ihr könnt das dann eben so zeigen. Und ich hoffe, dass das tatsächlich die Academy natürlich noch mal ein Stückchen nach vorne bringt, damit wir all die Feature-Ideen, die wir haben, auch umsetzen können, weil ich das alleine einfach nicht schaffe, zeitlich einfach. Und B, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, A, Geld zu verdienen, klar, das ist das eine, aber B, auch einfach euren Lebenslauf so aufzupolieren, wie ihr das braucht. Genau. Und das ist jetzt so die dritte Stufe. Das heißt, wir sind erstmal von wir bauen eine Plattform, über wir open sourcen die Plattform, bis hin zu, ich bezahle euch, dass ihr das weiterentwickelt, sind wir übergegangen. Natürlich könnt ihr immer noch sagen, hey, ich kann keine Rechnung ausstellen. Das heißt, ihr könnt nach wie vor weiterhin Morphcoin bekommen und dann eben Premium benutzen. Genau, so. Und ja, wir sind immer noch nicht bugfrei, logischerweise, aber ich glaube, wir sind fast bugfreier als Microsoft mittlerweile. Aber ja, also klar, wir haben noch ein paar Bugs und dazu gibt es eben genau, eine Sekunde, das da. Das ist unser GitHub. Also wir haben mehrere GitHub-Repositories. Es gibt einen GitHub-Org, also die Bootstrap Academy hat ihre eigene Organisation auf GitHub. Und hier auf dem Main-Repository sind alle Infos eigentlich verlinkt. Ihr findet all diese Sachen, von denen ich rede, übrigens in der Beschreibung unten. Und ich wollte das Ganze eben mit dem Hackathon kickoffen, deswegen machen wir das jetzt hier. Aber das bleibt. Also nach dem Hackathon bleibt das Ganze einfach bestehen. Ihr könnt weiterhin hier in die Issues gehen und sagen, hey, zum Beispiel der hier, der ist jetzt belegt von jemandem, den bitte nicht mehr machen. Ne? Der hat sich darauf schon beworben, der macht das jetzt. Der wird dafür dann bezahlt und damit ist das Ticket bei dem erstmal. Wenn hier allerdings niemand steht, also zum Beispiel hier, und wenn ich auf das Ticket gehe, Battle of AI übrigens noch so ein Projekt, was ich schon mal hatte, was wir ausbauen wollen und in die Academy rein integrieren wollen. Wenn ihr hier drauf geht, dann habt ihr hier drüben Tickets to do. Ja? Und dann steht hier Priority, das könnt ihr euch aussuchen, das zeigt eigentlich nur an, wie dringend das Ganze eigentlich ist. Low heißt, es ist jetzt nicht so, dass irgendwas nicht funktioniert, dass Leute die Plattform nicht benutzen können, sondern es ist einfach ein geiles Feature, was wir irgendwann haben wollen. Und dann steht hier eine Beschreibung für alles und dann steht hier ein Bounty. Da sind 4. Jetzt bin ich ein bisschen blind. Ich bin nicht so sichtig, ne? Und ich werde gerade geblendet von 3 Beleuchtungen. Ihr habt es im letzten Video gesehen. Und hier stehen jetzt 40.000 als Bounty drin. Das sind entweder Morphcoin, das heißt, ihr könnt 40.000 Morphcoin bekommen, oder ihr könnt tatsächlich mir danach eine Rechnung von 400 € stellen, wenn ihr dieses Ticket hier löst. Ein paar Hinweise dazu. Nicht Code, doch Code. Genau. Hier steht alles nochmal genau drin. Ich werde wahrscheinlich nicht alles hier ausgesprochen haben. Ich habe versucht, das unten in der Beschreibung zusammenzufassen. Es gibt ein paar Bedingungen. Ja? Ihr müsst zum Beispiel ein Business haben. Ihr müsst all das einfach auch hier beachten. Deswegen, ich muss mich da rechtlich einfach absichern. Ich habe das lange mit meiner Steuerberaterin durchgesprochen, weil es so ein Modell buchstäblich noch nicht gibt. Es gibt kein, ey, yo, ihr könnt einfach coden, ich kenne nicht mal eure Gesichter und mir danach eine Rechnung stellen. Das gibt es nicht. Ja? Ihr braucht euch nicht bei mir bewerben oder so, sondern ihr müsst einfach nur schreiben, ich will das Ticket machen und dann müsst ihr es halt auch wirklich High Quality machen, einen Pull-Request machen, hier oben, und dann könnt ihr mir eine Rechnung stellen. Wobei ich, wie gesagt, auch da verifizieren muss, dass ihr wirklich ihr seid. Deswegen, da schreibe ich dann mit den Leuten. Ihr müsst mir das Ganze auch einfach per E-Mail schicken.
Hier steht auch drin. Und hier steht auch die Adresse, an die ihr die Rechnung stellen müsst. Ist nicht meine Adresse, ist die von meinem Anwalt, nur falls ihr auf Ideen kommt. Genau. Steht alles hier drin. Genau. Und das ist jetzt die Idee, wie wir weitermachen wollen. So, und jetzt habe ich gerade schon ein paar Fragen gesehen. Genau, Förderprogramm hatte ich gesagt. Und wenn ihr Probleme habt mit der Academy, also wie gesagt, wir sind nicht bugfrei, vieles hiervon, die Enhancements, sind Feature-Requests. Das heißt, Ideen, wie man das Ganze besser machen könnte. Da könnt ihr auch nachgucken, was wir literally geplant haben. Also, was wir wirklich planen umzusetzen in der Academy. Was dann, wenn ihr das entwickelt, oder wenn es entwickelt wurde, buchstäblich in der Academy danach verfügbar ist, also was ihr danach benutzen könnt. Zum Beispiel eben Battle of AI oder zum Beispiel Daily Quests oder zum Beispiel ein Chat. Ja? Das sind alles Sachen, die wir wirklich planen und die wirklich dann auch schon umgesetzt werden. Wir haben noch ein paar andere Sachen, die geplant sind, die aber noch nicht hier drin sind, weil ich gesagt habe, jedes Ticket, das hier drin ist, muss ich bezahlen können. Und wenn ich hier 10.000 Euro drin habe, dann kann ich das vielleicht auch nicht bezahlen. Deswegen, da kommen immer die Tickets rein, die ich wirklich auch aktiv bezahlen kann. Das ist einmal das. Und das zweite ist, es gibt natürlich auch hier Bugs. Zum Beispiel dieser Bug hier, den habe ich gemeldet bekommen von einem von euch. Ich trage die dann hier ein. Da steht dann eine Beschreibung drin. Ihr müsst dann selber gucken, was da eigentlich passiert ist. Und der wurde jetzt tatsächlich schon zugewiesen und wird jetzt gefixt. Und dafür bekommt er eben auch einen Bounty. Das ist jetzt wahrscheinlich ein relativ leichtes Bounty, deswegen ist hier nicht so ein hohes Ding drin. Genau. Das heißt, wenn ihr einen Bug findet, dann gerne entweder hier über diesen Button hier unten melden. Darüber kriege ich Nachrichten, die ich euch dann beantworte. Es ist keine AI dahinter. Ich muss das alles manuell machen. Das mache alles ich. Wir haben niemanden, der da irgendwie First-Level-Support macht. Ich mache das selber. Deswegen, das kann ein bisschen dauern. Nicht wundern. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Die ist auch hier drin verlinkt, beziehungsweise natürlich im Impressum unten. Oder ihr schreibt einfach direkt ein Issue hier rein. Und dann wird jeder Bug, den ihr gefunden habt, wird buchstäblich da reingemacht. Und dann werdet ihr dafür bezahlt, wenn ihr den fixen könnt. Wenn ich den halt nachgeprüft habe und so weiter. AI-Chatbot als Ticket. Ja, wir haben hier schon AI-Integration, haben wir schon reingetan. Ich habe ein paar Ideen, was wir mit AI Gutes machen können. Aber es wird ein bisschen dauern, okay? Weil AI ist immer so ein Ding, das muss irgendwie bezahlt werden und die LLMs sind nicht so günstig. Und wir haben kein selbst gehostetes LLM. Wenn, dann wollen wir natürlich ein gutes haben. Deswegen müssen wir alles ein bisschen gucken. So, jetzt haben wir ein oder zwei Bugs, die sehr, sehr häufig kommen. Eins davon ist eben, dass du keinen Code für dein Passwort-Reset bekommst, die wir nicht fixen können. Es gibt einmal das Problem, dass wenn man die Bootstrap Academy über Brave-Browser ansurft, ja, einmal das für alle, die anfangen wollen, wenn ihr über den Brave-Browser kommt, ihr werdet keinen Login bekommen, in vielen, vielen Fällen, weil der Brave-Browser alles blockiert, was wir an Skripten haben. Wie gesagt, das sind alles eigene Skripte, das ist halt Vue.js, wir haben das halt selber geschrieben. Und der Brave-Browser erkennt uns nicht. Deswegen hat er uns nicht gewitelistet, in dem Sinne, dass wir die Skripte bei euch ausführen dürfen, sondern er sagt halt einfach präventiv, ja, könnte Werbung sein, machen wir nicht. Und deswegen könnt ihr euch nicht einloggen. Ihr könnt bei Brave den Shield einfach ersetzen, also hier oben gibt es dann diesen Shield-Button, den könnt ihr einfach deaktivieren, dann kommt ihr rein, oder ihr könnt einen anderen Browser benutzen. Bitte meldet an Brave, dass die unsere Seite whitelisten sollen. Ich habe das schon 3-mal gemeldet, glaube ich, oder es waren 4-mal. Egal. Und ich sag jedem, der mir deswegen schreibt, das sind wirklich mehrere Leute in der Woche, die den Brave-Browser benutzen und halt bei uns nicht reinkommen, dass sie es bitte auch melden sollen. Ja, das ist die eine Sache, die können wir nicht fixen, weil wir nicht Brave sind. Brave blockiert uns buchstäblich. Und das ist eine Sache, die ich auch nicht reparieren kann. Oder ihr auch nicht reparieren könnt. Das zweite ist E-Mails. Das ist das, wo du gerade geschrieben hast, du bekommst keinen Code für dein Passwort-Reset. Es sind interessanterweise nicht viele E-Mails, die uns noch blockieren. Und der einzige, und das könnte vielleicht auf Gegenseitigkeit beruhen, vielleicht sind sie auch sauer auf mich, ist Outlook. Outlook ist von Microsoft. Microsoft mag uns nicht. Die blockieren einfach E-Mails. Das heißt, wenn ihr bei Outlook.com seid, schaut in eurem Spam-Ordner nach. Und wenn es da auch nicht ankommt, dann wechselt eure E-Mail-Adresse. Mehr können wir nicht tun. Ich habe es auch Outlook schon gemeldet. Die ignorieren mich genauso weg. Die ignorieren einfach, was ich sage, dass wir legit sind, dass sie gerne unsere Seite ausprobieren können. Machen sie nicht. Wenn ihr zufällig bei Microsoft arbeitet, dann gerne unsere Academy whitelisten. Das wäre super. Aber ja. Ja, es ist tatsächlich, das nervt ein bisschen, weil sie uns einfach blacklisten. Also Brave und Microsoft, muss ich sagen, sind da echt schlimm. Sie blacklisten ein und erlauben dann aber im Nachgang auch einfach nicht, dass man sie kontaktiert, dass man gewitelistet wird. Und ich will nicht wissen, wie viele
Leute einfach eine Website haben, die nicht benutzt werden kann wegen solchen Anbietern. Das ist echt nervig. Genau. So, damit habe ich das. Vielen Dank, das freut mich. Was waren die konkreten Hindernisse mit WordPress? WordPress, ich hatte einen Freelancer für WordPress, weil ich selber nicht so viel WordPress-Plugin-Development-Erfahrung habe. Das große Problem war, dass wir diesen Skilltree eben bauen wollten. Das heißt, wir wollten hier den Skilltree dann auch ansprechbar machen. Und also klar, mit den Kursen verlinken. Das hatte einigermaßen schon fast funktioniert. Aber es hatte, glaube ich, mit dem Payment-Plugin auch noch Probleme gegeben. Ist schon eine Weile her. Ich glaube, das war 2021 oder so. Müsste ich jetzt lügen. Aber es ist schon eine Weile her, deswegen ich weiß nicht genau, was es war. Aber ja, die Entwicklung ist auch schon eine Weile dran. Wir sind dann einfach irgendwann gegangen, weil wir gesagt haben, okay, WordPress lässt sich sowieso nicht so gut customizen. Wir müssten dann die ganzen Plugins selber wahrscheinlich upgraden, beziehungsweise schauen, dass die immer kompatibel bei uns waren. Wir hatten einmal eben das Problem, dass ein Plugin eine Version hochgegangen ist und dann war es nicht mehr mit unserem Ding kompatibel. Da habe ich gesagt, okay, komm, das geht so nicht mehr. Und machen das eben selber. Genau. So, für Rechnung gibt es möglicherweise auch noch den Paragraph 22 Nummer 3 ESTG Anlage SO für diejenigen, die weder selbstständig, freiberuflich noch gewerblich tätig sind, schreibt Schachsommer 12. Bin ich mir nicht sicher, bitte klärt das ab. Es gibt einen gewissen Freibetrag. Da bin ich aber vorsichtig. Ich bin kein Steuerberater. Und hi Kevin übrigens auch. Ich sehe gerade, dass du Servus geschrieben hast. Ich bin kein Steuerberater, deswegen klärt das gerne ab. Ich habe mit meiner sehr, sehr lange geredet. Sie meint, es ist einfach, wenn die Leute wenn ihr mir eine Rechnung schreibt, dann ist es gar kein Problem. Dann geht das. Wie sieht es mit den Anforderungen aus? Ich bin FIAE im ersten Jahr und würde es mir da sowieso nicht unbedingt zutrauen, aber was wäre die Anforderung im Allgemeinen? Gar keine. Also, buchstäblich, wenn du ein Ticket haben möchtest, dann schreibst du unter einem Issue, Das Ding ist, ich will eben genau das nicht haben. Ich will Quereinsteiger eine Chance geben. Ich will nicht von vornherein sagen, nee, du musst eine Ausbildung haben, du musst ein Studium haben, sonst irgendwas haben. Das will ich alles nicht. Du kannst einfach sagen, ich will mich an einem Ticket probieren, lässt dir das zuweisen von mir, probierst dich dann dran aus. Wie gesagt, du musst das auch nicht im Hackathon machen, du kannst es auch danach machen. Zum Hackathon komme ich gleich nochmal. Und wenn du das gemacht hast, wenn du uns einen Pull-Request gegeben hast, also hier, wenn wir das hier sehen und alles hat funktioniert, dann kannst du das einfach tatsächlich einreichen. Du kannst ja bei dir lokal alles ausführen und alles testen. Und wenn das funktioniert, kannst du einfach einen Pull-Request machen. Wenn der funktioniert, dann ist mir egal, ob du, keine Ahnung, FIAE bist oder ob du Physik studiert hast oder ob du gerade deinen Abschluss gemacht hast, Abiturabschluss gemacht hast oder Hauptschule und dann, keine Ahnung, Koch warst. I don't mind. So, mach, was du möchtest. Genau, also bei uns kommt es einfach nur drauf an, ob ihr es schafft oder nicht und nicht auf eure Qualifikation. Ich glaube, das ist so der große Benefit, den ich halt geben kann. Wichtig ist aber, bitte Pull-Requests vorher sehr, sehr gut durchgucken. Wir wollen Clean Code haben. Das ist wichtig und es muss natürlich funktionieren. Ja? Das heißt, wir reviewen diese Pull-Requests auch alle. Und wenn sie nicht funktionieren oder nicht gut sind, dann müssen wir die ablehnen. Deswegen auf jeden Fall gut vorher durchgucken. So. Genau. Kaffee ist wichtig. Genau, jetzt zum Hackathon. Was machen wir alles? Also, Hackathon startet offiziell jetzt in diesem Moment. Und zwar, wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr euch einfach hier ein Ticket schnappen und daran mitentwickeln. Das, wie gesagt, das gilt alles. Ihr könnt mir eine Rechnung schreiben, das, was ich alles gerade erzählt habe. Dieses hoffentlich innovative Ding, was wir darauf übertragen können. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber, während dem Hackathon, der bis ich habe kein Datum, ich habe keinen Kalender. Eine Sekunde. Bis zum 30. geht, also offiziell. 29. Ich habe es unten in der Beschreibung geschrieben. 29. Oktober. um Mitternacht, also in der Nacht vom 29. auf den 30. ist die Deadline für alle Abgaben, die für den Hackathon gültig sind. Wenn ihr länger braucht, kein Problem. Es zählt dann einfach nicht mehr zum Hackathon dazu. Der Grund, warum ich übrigens diese Zeit gewählt habe, ist, heute ist noch Wochenende, heute haben vielleicht ein paar von euch mehr Zeit und vielleicht einfach mal ein bisschen reinlesen und ja, einfach Zeit, sich das anzugucken. Wie gesagt, muss auch nicht zum Hackathon dazugehören.
Und das Zweite ist, ich wollte, dass ihr an Halloween auch was machen könnt. Vielleicht feiern manche von euch. Ich habe mir sagen lassen, dass das häufig passiert. Deswegen, genau, das einmal. Und am 30. streame ich nochmal mit der, am 30. streame ich nochmal mit der finalen Auflösung sozusagen, wer den Hackathon gewonnen hat, wobei es keine Gewinner in dem Sinne gibt. Wir haben 3 Preise, die jetzt nur während des Hackathons zusätzlich sind. Ihr könnt, wie gesagt, danach einfach weitermachen. Und wenn ihr länger braucht, ist es auch kein Problem. Aber während des Hackathons, da werden wir einfach zählen, wer das meiste Bounty hat. Das heißt, wer die meisten Issues sozusagen gelöst hat, also einfach vom Bounty her gesehen, wenn jemand jetzt, sagen wir mal, einen 400 € Bounty gelöst hat und ein anderer hat einen 50 € und einen 10 € Bounty gelöst, dann hat der mit 400 natürlich mehr gemacht. Also wir gehen nach dem Bounty. Da der Platz 1 bekommt nochmal 500 € on top obendrauf. Das ist das eine. Das zweite ist, klar, wir sind natürlich auch eine Community und ich will diesen Community-Gedanken stärken. Ja, wir sind gemeinsam am Entwickeln von einem Open-Source-Projekt. Das ist die Idee dahinter. Und deswegen helfen wir uns auch gemeinsam. Und ich kann nicht erwarten, niemand kann erwarten, dass jemand anders keine Probleme bekommt beim Coden. So, man ist ein Team, deswegen hat man ein Team. Und ich will den Teamgedanken auch ein bisschen stärken. Deswegen gibt es unten in der Beschreibung auch Discord verlinkt. Das ist ein Discord-Server, der von der Community einfach ist. Für die Community, also technisch gesehen habe ich den irgendwann mal aufgemacht, aber mittlerweile bin ich selten dort, weil ich einfach zeitlich viel zu eingespannt bin. Ich werde jetzt aber während des Hackathons einfach vermehrt dort auch sein. Das heißt, ich werde dort mal im Voice sein. Ich werde aber auch vor allem die Nachrichten beantworten. Das mache ich jetzt dann direkt heute Nachmittag. So gegen 3 oder 4 fange ich an, dort Nachrichten zu beantworten. Erstmal die ganzen PNs, das sind wirklich viele. Und dann komme ich einfach in den Chat rein und gucke mir an, was da los ist oder gehe vielleicht ins Voice rein. Da bin ich dann heute Nachmittag, Abend. Genau, dort könnt ihr euch austauschen, könnt auch zu zweit an einem Ticket entwickeln. Das ist mir absolut egal, das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt und dann im Nachgang aufteilen. Wie gesagt, für manche von euch auch einfach eine Sache von Erfahrung sammeln. Völlig fein, macht das. Und dort könnt ihr dann aber auch tatsächlich am Ende des Hackathons, nämlich am 29. auf den 30., also da, gibt es eine Abstimmung, wer am meisten geholfen hat, anderen Leuten beim Hackathon, also weiterzukommen, wer quasi Hilfestellung gegeben hat, wer Fragen beantwortet hat. Das entscheidet nicht ich, das wird eine Abstimmung auf Discord sein. Und derjenige, der dort in der Abstimmung gekürt wird, der wird auch der wird auch so einen Preis bekommen, also auch nochmal 500 €. Wie gesagt, auch dafür, ihr müsst mir eine Rechnung stellen. Und dazu komme ich gleich nochmal wegen der Einschränkung, die sehr viel rauswirft. Da hast du absolut recht. Dann, der dritte Preis war tatsächlich für die PRs. Ich nehme an, dass wir relativ viele Pull-Requests bekommen werden. Das sind diese wunderschönen Dingerchen hier. Aktuell haben wir keine offenen, 2 geschlossen. 2 geschlossen? Wir haben achso, gut, das ist das falsche Repository. Aber genau, wir haben wahrscheinlich einige Pull-Requests. Und diese Pull-Requests, die sieht man hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, welcher das ist. Der müsste der neue sein. Genau. So, hier habt ihr Pull-Requests. Da steht dann zum Beispiel haufenweise Zeug drin. Und da kann man drunter kommentieren. Da kann man auch Reviews geben. Und man muss einige Checks parsen. Die könnt ihr euch alle auf GitHub angucken. Und wir haben hier zum Beispiel Dateiänderungen, die man auch durchgehen kann und wo man dann einfach gucken kann, okay, was genau wurde eigentlich gemacht. So, wir sehen hier, wir haben gerade noch 17 Pull-Requests im Frontend. Das ist einiges. Und ja, die müssen natürlich auch für den Hackathon alle reviewed werden. Und da habe ich tatsächlich gesagt, ich lasse das meinen Entwickler machen, den ihr vielleicht auch kennt. Der darf sich aber selber im Discord outen. Ich mache das jetzt nicht für ihn. Und derjenige, wo er sagt, der hat mir am meisten bei den PRs geholfen, also dessen Kommentare haben mir am meisten geholfen, der bekommt auch nochmal 500 €. Und das sind die 3 Preise, die quasi während des Hackathons noch on top kommen, plus die Bounties, die ihr alle habt. Genau. Ja, das vielleicht dazu gesagt. Das heißt, ihr habt richtig Möglichkeit abzusahnen. Deswegen haben wir auch so ein paar Kollaborationen im Vorfeld gemacht gehabt, damit ich gut ausgerüstet bin für den Hackathon, weil wir haben aktuell 60 offene Issues und ich habe die Kosten mal zusammengerechnet, das kann schon sehr teuer für mich werden. Aber das ist okay. Weil, wie gesagt, wir haben ja die ganzen Kollaborationen mit den ganzen Firmen gemacht, damit wir hier die Bootstrap für euch weiter ausbauen können. Und also ich habe mega Bock drauf. Genau. So, jetzt gehe ich mal noch mal kurz die Fragen durch. Gibt es einen Style Guide? Alles, was wir haben, ist in dem Repository verlinkt. Und dort gibt es auch ein paar
Richtlinien, was man alles beachten sollte. Es gibt auch die API-Dokumentation, die ist auch auf GitHub verlinkt. Es gibt die öffentliche Instanz, es gibt eine eigene Testinstanz, wo ihr natürlich auch Sachen testen könnt. Und genau, ihr könnt auch Discussions dort starten oder auf Discord dann eben nachfragen. Und dort sind auch eben Code of Conduct ist dort verlinkt. Die License ist natürlich auch verlinkt. Genau. Also da gerne einmal reingucken. Und genau. Yep, genau, das Gewerbeding. Kann man das irgendwie umgehen? Vorhin hat jemand kommentiert und wie gesagt, hier nochmal ganz kurz von meiner Seite. Ich bin kein Steuerberater, informiert euch da bitte, bitte selber drüber. Oder ruft einen Steuerberater an, vielleicht kennt ihr jemanden, beziehungsweise fragt andere Menschen, die sich damit wirklich professionell auskennen. Das muss ich dazu als Disclaimer sagen. Aber oben hat jemand kommentiert, es gibt möglicherweise den Paragraph 22 Nummer 3 ESTG, also Einkommenssteuergesetz, Anlage SO für diejenigen, die weder selbstständig, freiberuflich noch gewerblich tätig sind. Ich habe sehr, sehr lange mit meiner Steuerberaterin gesprochen und ich bin da definitiv kein Experte drin. Deswegen kann ich dazu nur so das sagen. Ihr müsst kein Gewerbe haben, ihr könnt das Ganze auch selbstständig machen. Es ist ein kleiner Unterschied. Aber so ein Gewerbe anzumelden ist nicht so drastisch. Allerdings muss man dann einige Sachen beachten im Nachhinein. Deswegen da gerne kurz im Vorfeld nachgucken. Und Bug Bounties für Hacker, doch, die sind selbstständig. Die brauchen alle eine selbstständige Tätigkeit. Also vor allem, wenn sie das im großen Stil machen. Wie gesagt, wenn ihr mir keine Rechnung stellen könnt, ihr bekommt trotzdem, auch wenn ihr mitmacht, wenn ihr eine Submission habt, bekommt ihr trotzdem ein Zertifikat von mir, dass ihr bei einem Open-Source-Projekt mitgemacht habt. Und dann bekommt ihr das Bounty halt einfach in Morphcoin ausbezahlt. Also nicht in echtem Geld, sondern dazu müsst ihr mir auch keine Rechnung stellen, sondern ihr bekommt quasi einfach in der Bootstrap Academy, bekommt ihr dann einfach Morphcoin, also diese Premium-Währung, mit der ihr euch Premium auch holen könnt. Das heißt, die Leute, die vielleicht keine Rechnung stellen wollen, weil sie sich unsicher sind, ihr könnt trotzdem Morphcoin bekommen, immer, sowieso. Das heißt, ihr könnt da dann einfach Premium euch holen in der Academy. Gerade reingekommen, was ist das Thema des Hackathons? Ich würde dir empfehlen, einmal im Video zurückzuspulen. Ich habe ein Ankündigungsvideo, ich habe alle Informationen unten verlinkt. Ich kann jetzt nicht nochmal alles ganz wiederholen, das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen für die anderen. Schau einfach, was gerade, genau, das ist das, zum Code, genau, okay, ihr geht Frontend, okay, vielen Dank. Das Gefühl, als Pentester bin ich der ganzen Geschichte unfassbar useless. Nee, auf keinen Fall. Wenn du irgendwas findest, ja, dann schreib mir auf jeden Fall. Das können wir dann auch einfach so machen, dass es halt vielleicht je nach Issue, also je nach Problem, wenn du das findest und dann mir meldest, kann ich dir auch ein Bounty ausbezahlen. Wenn wir irgendwas an Sicherheitslücke haben, wobei wir da immer vorsichtig sein müssen, was du testen darfst. Du kannst die Sachen trotzdem bei dir lokal installieren und dort dann nachgucken und dort dann testen. Das kannst du immer machen. Dann hast du vor allem auch nicht diesen Overhead, dass du übers Internet gehen musst und du musst dich nicht verschleiern oder sowas. Du hast einfach quasi bei dir eine Instanz davon laufen. Das kannst du super gerne machen. Genau, und PRs reviewen sowieso, genau. Und ja, stimmt, der Pentester findet vermutlich deutlich mehr als alle anderen. Das kann gut sein. 400 Euro in Morphcoin, danach kann man die Academy auch einfach durchspielen. Ja, danach hast du eine Weile Premium. Je nachdem, welchen Issue du machst, kriegst du halt keine 400 Euro. Aber ja, ja doch. Ja, okay. Also Schweiz wäre kein Problem. Ich kann natürlich auch Rechnungen aus der Schweiz bezahlen. Das ist kein Thema. Aber ich weiß nicht, wie das mit Invalidenrente ist. Ist Morphcoin besser als Dogecoin? Es ist keine Kryptowährung, was wir haben. Das ist einfach nur die Premium-Währung bei uns. Coin, weil Coin und Morphcoin, weil lustig. Aber es ist keine Kryptowährung. Ihr könnt die nicht traden, ihr könnt sie nicht woanders benutzen. Ich habe das versucht mit der Steuerberaterin erstmal. Am Anfang, als wir in der Konzeptphase waren, habe ich überlegt, ob Morphcoin vielleicht sowas werden könnte. Und wir sind dann relativ schnell darauf gekommen, nee, wir wollen eure Ausweisdaten nicht bei uns speichern. Wir wollen auch nicht diese ganzen Regulatorien erfüllen. Deswegen machen wir das nicht. Wenn zu einem Issue Front und Backend gehören, man sich aber nur mit einem davon auskennt, kann man auch nur einen Teil submitten. Ja, auf jeden Fall. Du kannst dir aber auch Leute zum Beispiel auf Discord suchen, die das andere können oder machen wollen. Und ihr könnt euch zusammentun und das gemeinsam lösen. Das wäre der optimale Fall. Aber du kannst auch sagen, ich löse nur einen Teil davon und bekomme dann halt nur einen Teil des Bounties. Wie viel, das müssen wir dann gucken. Aber ja, das geht natürlich. Du konntest dich schon bei Brave erfolgreich registrieren. Das ist sehr cool. Das freut mich. Vielleicht ist es dann jetzt endlich. Vielleicht funktioniert es jetzt. Vielleicht ist es auch nicht bei allen so. Okay.
Dogecoin ist eine Kryptowährung, Morphcoin ist eine. Genau, danke. So streamen macht zumindest für mich Sinn. Montag bis Freitag Vollgas geben. Samstag, Sonntag Weiterbildung, eigene Projekte. Okay. Wissen, Geld, also ja, Morphcoin. Morphcoin größer als Dogecoin. Finde ich gut. Ach ja, schön. Genau. So. Gibt es einen separaten Channel für den Hackathon? Nein, es gibt auf Discord keinen separaten Channel, weil ihr euch gegenseitig unterstützen sollt. Und wir haben dort so ein paar Kategorien angelegt für je nachdem, was es ist. Also wenn ihr zum Beispiel Fragen, also es gibt Bootstrap Academy als extra Channel auf dem Dings. Wenn ihr Fragen speziell zur Bootstrap habt, geht dorthin. Wenn ihr Fragen speziell zum Coden habt, ist vielleicht sinnvoller, in den anderen Channel zu gehen, also in den Frontend-Channel oder in den Channel, der halt am besten passt. Genau. Weil eben Hackathon, das sind schon teilweise unterschiedliche Themen. Also manche Leute arbeiten am Frontend, manche Leute haben Fragen zur Bootstrap an sich und manche Leute haben vielleicht Fragen zum Backend oder einfach wollen gerade irgendwas anderes wissen. Oder Memes teilen, könnt ihr auch machen. Genau, da könnt ihr dann auf jeden Fall auch reingucken. Jo! Und ansonsten bin ich jetzt erstmal Mittagessen wahrscheinlich. Ich habe heute noch nichts gegessen und ich brauche noch einen Kaffee, damit ich fit bin. Und dann, wie gesagt, später komme ich auf Discord und fange dort an, erstmal die privaten Nachrichten zu beantworten und dann die ganzen anderen Nachrichten versuche ich auch zu beantworten. Genau, ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Wenn ihr Fragen noch mal habt, ich weiß noch nicht, wie häufig ich streamen gehen werde, immer mal wieder, aber ich werde häufig auf Discord sein und dort einfach versuchen, alle Fragen zu beantworten. Und ich werde immer mit den privaten Nachrichten anfangen, damit ich da nicht so eine Riesenliste habe und dann in die Channels gehen und dort Fragen beantworten. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß. Wenn ihr speziell Fragen zu einem Issue habt oder wo zugewiesen werden wollt, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich bin ein Lappen. Wenn ihr zu einem Issue zugewiesen werden wollt, dann kommentiert ihr einfach. Also hier zum Beispiel könnt ihr sagen, ey, ich will hier das Battle of AI machen, dann kommentiert ihr hier drunter, ich will das machen. Müsst nicht mal richtig schreiben, ihr könnt auch machen schreiben, so wie ich gerade. Kommentiert das drunter und dann weise ich euch hier zu. Ich kann euch erst assignen, wenn ihr kommentiert habt. Und ich werde assignen, wer zuerst schreibt, der bekommt das. Außer ihr einigt euch untereinander im Dialog, ja, okay, ich mach's doch nicht, der andere soll das machen. Ja? Ansonsten einfach genau das. Das heißt, wenn ihr jetzt noch irgendwie euch ein Issue raussuchen wollt, absolut möglich, macht das. Das zweite ist, hier findet ihr erstmal eine Übersicht über die ganzen Repositories, die relevant sind. Wir haben sehr, sehr viele Microservices. Also einmal, hier seht ihr auch die Technologie, die wir verwendet haben. Die hier sind alle einfach, die lassen quasi die Academy laufen. Das hier ist für die Coding Challenges und das ist die Infrastruktur, die ist auch als Repository einfach da. Und Frontend sind die beiden hier. Wir haben zwei verschiedene Frontends. Einmal das, was ihr öffentlich seht, das ist das Ding hier. Und einmal für den Admin, für mich, ein Verwaltungsfrontend. Da gibt es auch einiges, was man theoretisch tun könnte, aber es ist nicht so dringend. So, die wichtigen Sachen für euch, ja, genau, sind halt für euch. So, genau, dann vielen Dank. In welchen Programmiersprachen? Genau. Vue Next ist ein Vue oder ist ein JavaScript-Framework fürs Frontend. Das ist einfach Standard. Also klar, man hat ein paar Möglichkeiten bei den Frameworks, aber JavaScript ist eigentlich immer muss. Und Backend ist Python. Erstmal die hauptsächlichen Dinger hier. Abgesehen von Challenges, weil wir dort eine größere Anforderung hatten daran, dass nichts aus unserer Umgebung ausbrechen kann, weil wir halt wirklich euren Code bei uns ausführen. Das ist der Challenges Microservice hier. Der läuft auch ein bisschen separat. Genau, der ist da. Genau, das ist das. An die jetzt schon auf dem DC gejoint haben, Regeln lesen. Genau, Regeln lesen, sonst steckt ihr fest auf dem Discord. Es ist verlinkt. Also ihr kommt nicht um die Regeln drumherum. Ihr müsst euch auch auf jeden Fall an die Regeln halten. Vielen Dank an nochmal TNT, dass du das hier kommentiert hast. Und warum ist alles auf Englisch? Weil wir grundsätzlich auch Leute, die vielleicht nicht flüssig in Deutsch sind, nicht ausschließen wollen, weil Englisch sowieso die Sprache ist, die man im Coden meistens verwendet. Du kannst aber auch einfach auf Deutsch kommentieren. Das ist kein Problem für mich. Ich spreche Deutsch. Tatsächlich. Hätte man nicht gedacht, ne? Kannst du dich auf mehrere Tickets assignen lassen? Ja, kannst du machen, aber nee, kannst du theoretisch schon machen, aber gerne, wenn dann jemand anders sagt, ich würde das aber eigentlich auch voll gerne machen, dann ehrlich sein, wenn du sagst, ich schaffe nicht beide, wenn du dir halt 5 riesige Tickets gibst, macht das halt keinen Sinn. Einige sehr kreativ beim Versuch, die Regeln nicht zu lesen.
Ja, ich würde euch einfach empfehlen, kurz die Regeln durchzulesen. Es ist wichtig, dass man auch einen gewissen Code of Conduct hat, ne? Der für Discord einfach gilt. So, alle Informationen, wie gesagt, findet ihr hier unten in der Beschreibung. Und ich wünsche euch damit einen wundervollen Hackathon. Viel, viel Spaß. Und ja, Hacktober kann wohl da sein. Gut, dann, ja, ich glaube, das war's eigentlich von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt, schreibt auf Discord, schreibt hier auf die Issues, wenn ihr speziell zu einem Issue Fragen habt. Und wir hören uns. Bis bald.